HNO Arzt. Facharzt für Hals, Nasen und Ohren. Guten Tag. Ich brauche dringend einen Arzt. Guten Tag. Was für Beschwerden haben Sie? Mein Ohr summt seit heute Morgen stark. Haben Sie auch Schmerzen im Ohr? Nein, aber ich höre plötzlich sehr schlecht. Wann hat dieses Problem genau angefangen? Nach meinem Flug heute früh ging's los. Hören Sie auf einem Ohr gar nichts mehr? Ja, das rechte Ohr ist wie taub. Das klingt nach einem Notfall bei uns. Brauche ich dafür nicht einen Termin? Ein Hörsturz ist ein echter Notfall. Was bedeutet dieser Begriff Hörsturz genau? Ein Hörsturz ist ein plötzlicher Hörverlust. Bekomme ich wegen des Notfalls heute Hilfe? Ja, Sie bleiben als Notfall gleich hier. Muss ich sehr lange im Wartezimmer sitzen? Nein, der HNO-Arzt untersucht Sie sofort. Kann der Arzt mir schnell helfen? Ja, der HNO-Arzt gibt Ihnen Medikamente. Das ist wirklich eine große Erleichterung. Setzen Sie sich bitte kurz ins Wartezimmer. Wann muss ich sonst zum Hausarzt gehen? Bei leichtem Juckreiz gehen Sie zum Hausarzt. Und auch bei leichten Halsschmerzen zum Hausarzt? Richtig, dafür ist der Hausarzt da. Auch für die normale Ohrenreinigung zum Hausarzt? Ja, einfache Ohrenreinigung macht auch der Hausarzt. Aber beim Hörsturz direkt zum HNO-Arzt? Genau, bei Hörsturz kommen Sie sofort zu uns. Ich verstehe den Unterschied jetzt sehr gut. Herr Felix, der Arzt ist jetzt frei. Kann ich direkt in das Behandlungszimmer gehen? Ja, bitte gehen Sie direkt in Zimmer 2. Der Arzt macht jetzt sicher einen Hörtest. Ja, ein Hörtest ist beim Hörsturz wichtig. Prüft der Arzt auch den Druck im Ohr? Ja, der Druck wird auch genau geprüft. Wie lange dauert die Behandlung mit Medikamenten? Das dauert meistens nur ein paar Tage. Muss ich danach noch einmal zur Kontrolle kommen? Ja, eine Kontrolle beim HNO-Arzt ist wichtig. Bekomme ich dann wieder eine normale Sehstärke? Sie meinten sicher eine normale Hörstärke. Ach ja, natürlich meinte ich mein Gehör. Hoffentlich wird mein Ohr bald wieder gesund. Mit schneller Hilfe wird alles wieder gut. Danke, dass ich ohne Termin bleiben konnte. Das machen wir bei jedem Notfall so. Vielen Dank für die schnelle Hilfe heute. Sehr gerne. Alles Gute für Sie, Herr Felix. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Frau Becker. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Zum Augenarzt und Optiker gehen. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich brauche Hilfe. Was kann ich für Sie tun? Ich sehe am Computer sehr unscharf. Haben Sie schon einen Termin beim Augenarzt? Der Augenarzt hat erst in 4 Monaten Zeit. Das ist eine sehr lange Wartezeit. Deshalb bin ich sehr frustriert. Keine Sorge, Sie sind hier richtig. Kann ein Optiker mir wirklich helfen? Ja, für eine normale Brille reicht der Optiker. Muss ich nicht zuerst zum Augenarzt gehen? Nein, für Fehlsichtigkeit brauchen Sie keinen Augenarzt. Wann muss man dann zum Augenarzt? Nur bei echten Augenkrankheiten oder Schmerzen. Welche Augenkrankheiten meinen Sie genau? Zum Beispiel grauer Star oder grüner Star. Ich habe zum Glück keine Schmerzen. Dann macht der Optiker den Sehtest. Wie teuer ist dieser Sehtest bei Ihnen? Der Sehtest ist kostenlos bei uns. Und brauche ich dafür einen Termin? Nein, ein Optiker macht das sofort. Das klingt wirklich sehr praktisch. Kommen Sie bitte mit in den Testraum. Gerne, ich folge Ihnen nach hinten. Setzen Sie sich bitte auf diesen Stuhl. Ist dieses Gerät für den Sehtest? Ja, das ist unser modernes Testgerät. Wie lange dauert so ein Sehtest? Der Sehtest dauert nur etwa 10 Minuten. Können Sie auch Hornhautverkrümmung feststellen? Ja, der Optiker prüft auch Hornhautverkrümmung. Das ist beruhigend zu wissen.
Bitte schauen Sie jetzt nach vorne. Ich sehe die Buchstaben dort drüben. Lesen Sie bitte die untere Zeile vor. F, F, P, T, O, Z. Sehr gut. Jetzt testen wir das linke Auge. Das linke Auge ist etwas schwächer. Wir korrigieren das mit den passenden Gläsern. Das Bild ist jetzt viel schärfer. Der Sehtest ist damit schon fertig. Das ging aber wirklich sehr schnell. Jetzt suchen wir eine schöne Brille aus. Welche Brille empfehlen Sie für die Arbeit? Eine spezielle Brille für den Computerarbeitsplatz. Das passt perfekt zu meinem Problem. Gefällt Ihnen diese Brille hier? Ja, das Gestell steht mir gut. Ich bestelle jetzt die passenden Gläser. Wie lange dauert die Lieferung der Brille? Ihre Brille ist in 3 Tagen fertig. Ein Optiker spart wirklich sehr viel Zeit. Ja, zum Augenarzt muss man selten. Ich bin wirklich sehr froh und dankbar. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Vielen Dank für die Hilfe. Auf Wiedersehen. Termin beim Hausarzt vereinbaren. Guten Morgen. Ich brauche dringend einen Termin. Guten Morgen. Was sind Ihre Beschwerden? Ich habe hohes Fieber und starke Bauchschmerzen. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Seit gestern Nacht. Es wird nicht besser. Das klingt unangenehm. Wie hoch ist das Fieber? Ich glaube, fast 39 Grad. Moment, ich schaue in den Kalender. Haben Sie heute noch einen freien Termin? Leider nicht. Die Termine sind alle voll. Alle voll? Für die ganze Woche? Ja, leider bis Ende der Woche ausgebucht. Das ist ein Problem. Ich fühle mich sehr schlecht. Ich verstehe das. Aber wir haben eine Lösung. Welche Lösung meinen Sie? Wir haben jeden Tag eine offene Sprechstunde. Eine offene Sprechstunde? Was ist das genau? Das ist eine Sprechstunde ohne Voranmeldung. Ich kann also einfach kommen? Ja, ohne Termin direkt in die Praxis komme. Wann ist diese offene Sprechstunde? Jeden Morgen von 8 bis 9 Uhr. Nur 1 Stunde pro Tag? Ja, deshalb kommen Sie bitte früh. Was passiert, wenn ich zu spät komme? Dann sind vielleicht keine Plätze mehr frei. Ich sollte also kurz vor 8 dort sein? Genau, am besten um 7:45. Was muss ich mitbringen? Ihre Gesundheitskarte ist am wichtigsten. Die Gesundheitskarte von meiner Krankenkasse? Ja, ohne Gesundheitskarte können wir nicht behandeln. Die habe ich. Was noch? Einen Ausweis und falls vorhanden alte Befunde. Alte Befunde habe ich leider nicht dabei. Kein Problem, das ist nicht zwingend nötig. Und dann warte ich einfach im Wartezimmer? Ja, Sie melden sich an der Rezeption an. Muss ich dort nochmals erklären, was ich habe? Ja, kurz Ihre Beschwerden nennen bitte. Fieber und Bauchschmerzen, das sage ich dann. Genau, dann entscheidet die Ärztin die Reihenfolge. Die Reihenfolge nach der Dringlichkeit? Ja, bei starken Beschwerden kommen Sie früher dran. Das klingt fair und vernünftig. Bei Fieber und Bauchschmerzen ist das dringend. Sollte ich lieber in die Notaufnahme gehen? Nur wenn das Fieber über 40 Grad steigt. Oder wenn die Schmerzen noch stärker werden? Ja, dann sofort in die Notaufnahme bitte. Gut, das merke ich mir. Danke sehr. Morgen früh um 8 ist die offene Sprechstunde. Ich komme morgen früh. Mit der Gesundheitskarte. Gut. Trinken Sie heute viel Wasser, bitte. Ja, das mache ich. Danke für den Rat. Gute Besserung, Frau Lara. Auf Wiederhören. Dankeschön. Auf Wiederhören. Krankschreibung vom Hausarzt erhalten. Guten Morgen, Frau Neumann. Ich bin krank. Guten Morgen, Luca. Was fehlt Ihnen denn? Ich habe starke Grippe seit 2 Tagen. Haben Sie Fieber? Ja, gestern Abend fast 39 Grad. Und Halsschmerzen oder Husten dazu? Beides, ja. Ich fühle mich sehr schwach. Das klingt nach einer richtigen Grippe. Ich brauche eine Krankschreibung für die Arbeit. Ja, natürlich. Wie viele Tage brauchen Sie? Ich denke
3 bis 4 Tage mindestens. Ich schreibe Sie für 5 Tage krank. 5 Tage? Das ist großzügig, danke. Bei Grippe braucht man Zeit zum Erholen. Muss ich die Krankschreibung selbst zur Firma bringen? Nein, das ist jetzt nicht mehr nötig. Wirklich? Das war früher doch Pflicht. Deutschland hat jetzt die elektronische Krankmeldung eingeführt. Die elektronische Krankmeldung? Was bedeutet das genau? Wir schicken die Daten direkt digital weiter. Digital an wen? An Ihre Krankenkasse automatisch von hier. Und die Firma bekommt es dann auch? Ja, die Personalabteilung ruft es selbst ab. Ich muss gar nichts selbst einreichen? Nein, das System macht alles automatisch. Das ist wirklich viel einfacher als früher. Ja, die elektronische Krankmeldung spart Zeit und Wege. Was muss ich dann selbst tun? Nur Ihren Chef oder die Personalabteilung informieren. Per Nachricht oder Anruf reicht das? Ja, eine kurze Nachricht ist völlig ausreichend. Ich schreibe meinem Chef heute noch eine Nachricht. Gut, am besten noch heute Morgen. Was schreibe ich in die Nachricht genau? Dass Sie krank sind und beim Arzt waren. Und die Anzahl der Krankheitstage? Ja, schreiben Sie die Dauer dazu. Also krank bis einschließlich Freitag? Genau, das reicht für die Firma völlig. Bekomme ich trotzdem ein Papierdokument? Ja, ich drucke Ihnen eine Kopie aus. Für meine eigenen Unterlagen? Genau, als persönliche Kopie zum Aufbewahren. Das ist gut. Danke für die Erklärung. Gern. Die elektronische Krankmeldung ist seit 2 Jahren Standard. Ich wusste das noch nicht. Sehr praktisch. Ja, kein Papierkram mehr für Patienten. Was soll ich jetzt zu Hause tun? Viel schlafen und viel Flüssigkeit trinken. Tee und Wasser? Ich verstehe. Kein Sport. Keine Anstrengung diese Woche. Ich bleibe im Bett. Versprochen. Gut. Hier ist Ihre Papierkopie der Krankmeldung. Danke sehr, Frau Neumann. Bis bald. Gute Besserung, Luca. Erholen Sie sich gut. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie warm. 1, 1, 6, 1, 1, 7 anrufen. Hallo, ich brauche medizinische Hilfe, bitte. Guten Tag, Sie sind bei der 116 117. Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Beschreiben Sie bitte Ihr Problem kurz. Ich habe beim Fußball mein Handgelenk verletzt. Seit wann haben Sie den Schmerz? Seit ungefähr 2 Stunden. Es schwillt an. Können Sie die Hand noch bewegen? Nur ein bisschen. Es tut sehr weh. Haben Sie eine offene Wunde oder Blutung? Nein, keine Wunde, nur Schwellung und Schmerz. Haben Sie Atemnot oder Schwindel? Nein, mir geht es sonst gut. Gut. Das ist kein Notfall für den Rettungsdienst. Soll ich also nicht die 112 anrufen? Nein, das ist hier nicht nötig. Warum nicht? Das Krankenhaus ist heute geschlossen. Die 112 ist nur für lebensbedrohliche Situationen. Und meine Verletzung ist nicht lebensbedrohlich? Nein, ein verletztes Handgelenk ist nicht lebensbedrohlich. Was passiert, wenn ich trotzdem die 112 rufe? Sie müssen dann eventuell die Fahrtkosten selbst zahlen. Wie viel würde das kosten? Mehrere 100 Euro, im schlimmsten Fall. Das möchte ich auf keinen Fall sein! Deshalb rufen Sie uns zuerst an. Das ist richtig. Was soll ich jetzt konkret tun? Ich suche einen Bereitschaftsdienst in Ihrer Nähe. Was ist ein Bereitschaftsdienst genau? Eine Notfallklinik, die am Wochenende geöffnet ist. Ah, also kein normales Krankenhaus. Richtig, extra für Fälle außerhalb der Öffnungszeiten. Und dort kann man Knochen und Gelenke behandeln? Ja, auch Röntgen und Verband sind dort möglich. Das klingt genau richtig für mich.
Wie ist Ihre Postleitzahl bitte? Meine Postleitzahl ist 80337. Einen Moment. Ich schaue im System nach. Danke. Ich warte hier. Ich habe einen Bereitschaftsdienst gefunden. Wie weit ist das von hier? Ungefähr 3 Kilometer von Ihnen entfernt. Kann ich selbst dorthin fahren? Ja, aber nehmen Sie lieber ein Taxi. Wegen des verletzten Handgelenks? Ja, Autofahren mit dieser Verletzung ist gefährlich. Das stimmt. Ich rufe sofort ein Taxi. Gut. Schreiben Sie die Adresse auf. Ja, ich bin bereit. Welche Adresse ist das? Bereitschaftspraxis am Stadtpark, Parkstraße 14. Parkstraße 14. Notiert. Wie lange hat die auf? Bis 22 Uhr heute Abend. Es ist jetzt 17 Uhr. Das reicht gut. Ja, Sie haben genug Zeit. Muss ich die Gesundheitskarte mitbringen? Ja, unbedingt die Gesundheitskarte mitnehmen. Die habe ich im Portemonnaie. Gut. Kühlen Sie das Handgelenk bis dahin. Mit einem Eisbeutel? Ja, das reduziert die Schwellung etwas. Gut, das mache ich sofort. Danke sehr. Gern geschehen. Gute Besserung, Herr Jonas. Danke. Die 1 und 16, 1 und 7 ist wirklich sehr hilfreich. Rufen Sie uns immer zuerst an bei Unsicherheit. Das mache ich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Erholen Sie sich gut. Kontrolltermin beim Zahnarzt vereinbaren. Guten Tag, Herr Doktor. Ich bin zur Kontrolluntersuchung. Guten Tag, Hanna. Setzen Sie sich bitte hin. Danke. Ich komme zur jährlichen Zahnreinigung. Gut, ich schaue mir zuerst die Zähne an. Alles in Ordnung soweit, hoffe ich. Die Zähne sehen gut aus? Sehr schön gepflegt. Das freut mich. Ich putze 2-mal täglich. Das merkt man. Weiter so, Hanna. Danke. Gibt es sonst etwas zu tun? Ja, haben Sie Ihr Bonusheft dabei? Bonusheft? Was ist das genau? Ein kleines Heft von Ihrer Krankenkasse. So ein Heft habe ich noch nie gesehen. Das ist normal, viele Patienten kennen es nicht. Wofür braucht man das Bonusheft? Wir stempeln jedes Jahr Ihren Zahnarztbesuch ein. Einen Stempel für jeden Besuch? Ja, einmal pro Jahr bei der Kontrolluntersuchung. Und was bringt mir das? Später bekommen Sie mehr Geld von der Kasse. Mehr Geld? In welcher Situation? Wenn Sie Zahnersatz oder Kronen brauchen. Also bei teuren Zahnbehandlungen? Genau, auch bei Implantaten und Brücken. Wie viel mehr zahlt die Kasse dann? Mit 5 Jahren Bonusheft 20% mehr. 20% mehr als normal? Ja, und mit 10 Jahren sogar 30%. Das ist ein großer Unterschied finanziell. Ja, Implantate kosten oft mehrere tausend Euro. 30% mehr wäre dann sehr viel. Genau deshalb ist das Bonusheft so wichtig. Ich verstehe. Warum wusste ich das nicht früher? Leider informieren die Krankenkassen nicht immer aktiv. Das ist schade. Ich hätte früher angefangen. Kein Problem, Sie fangen heute einfach an. Kann ich das Bonusheft hier bekommen? Ja, ich gebe Ihnen eines. Direkt jetzt. Und Sie stempeln es gleich heute ein? Ja, der erste Stempel kommt heute rein. Wie oft muss ich pro Jahr kommen? Mindestens einmal, besser 2-mal im Jahr. 2-mal zählt als ein Stempel? Nein, 2-mal, gibt 2 Einträge im Bonusheft. Aber ein Stempel pro Jahr reicht für das Bonusheft? Ja, einmal jährlich ist die Mindestanforderung. Das schaffe ich auf jeden Fall jedes Jahr. Gut, hier ist Ihr neues Bonusheft, Hanna. Danke. Das Heft ist ja sehr klein und handlich. Ja, am besten immer in der Handtasche aufbewahren. Und zum nächsten Zahnarzttermin mitbringen? Ja, immer zum Termin das Bonusheft mitbringen. Was passiert, wenn ich das Heft verliere? Dann verlieren Sie leider alle gesammelten Stempel.
Oh, das wäre sehr ärgerlich. Deshalb gut aufbewahren. Vielleicht eine Kopie machen. Gute Idee. Ich fotografiere jede Seite. Sehr klug. Dann ist alles gesichert. Vielen Dank für die Erklärung, Herr Doktor. Gern geschehen. Jetzt reinige ich noch die Zähne. Ja, bitte. Danach bin ich fertig für heute. Genau. In einem Jahr wieder zum Stempel kommen. Das vergesse ich nicht mehr. Versprochen. Gut. Auf Wiedersehen, Hanna. Auf Wiedersehen. Danke für alles heute. Medikamente in der Notdienstapotheke kaufen. Hallo? Ist jemand da? Ich brauche Hilfe. Ja, guten Abend. Was brauchen Sie? Mein Sohn hat hohes Fieber. Ich brauche Medikamente. Wie alt ist Ihr Sohn? Er ist 6 Jahre alt. Und wie hoch ist das Fieber? Fast 39,8 Grad. Das ist hohes Fieber. Gut, dass Sie kommen. Alle anderen Apotheken waren heute geschlossen. Ja, wir sind heute die Notdienstapotheke. Ich habe Ihren Namen im Internet gefunden. Gut, die Webseite Apothekennotdienst hilft immer. Oder das Schild vor der Apotheke nebenan. Ja, jede Apotheke hängt der Notdienstplan aus. Was empfehlen Sie für Fieber bei Kindern? Ibuprofen oder Paracetamol für Kinder sind gut. Welches ist besser für 6 Jahre? Ibuprofen wirkt bei Fieber etwas stärker. Gibt es das als Saft für Kinder? Ja, als Fiebersaft ist es am einfachsten. Perfekt. Den Saft möchte ich bitte haben. Einen Moment, ich hole ihn gleich. Danke. Wie gebe ich den Saft richtig? Nach Körpergewicht steht alles auf der Packung. Mein Sohn wiegt ungefähr 20 Kilogramm. Dann sind es 200 Milligramm pro Gabe. Und wie oft am Tag? Maximal 3-mal täglich. Alle 6 bis 8 Stunden. Nie öfter als 3-mal? Das merke ich mir. Ja, mehr ist nicht gut für den Magen. Soll ich ihm auch etwas Essen geben dabei? Ja, am besten nicht auf nüchternen Magen. Gut, ein bisschen Brot vorher dann. Genau. Und viel trinken ist sehr wichtig. Wasser oder Tee? Beides ist gut. Kühler Tee mit Honig geht auch. Das mag er gerne. Danke für den Tipp. Hier ist der Fiebersaft für Ihren Sohn. Was kostet der Saft heute Nacht? Der Saft kostet 8,90 €. Und gibt es eine Extragebühr für den Notdienst? Ja, die Notdienstgebühr beträgt 2,50 €. Also insgesamt 11,40 €? Genau, das ist der Gesamtbetrag heute Nacht. Das ist fair für einen Notdienst um Mitternacht. Die Notdienstgebühr gilt immer in ganz Deutschland. Ich zahle mit Karte. Geht das? Ja, Karte ist kein Problem. Bitte durch den Schlitz. Durch diesen kleinen Schalter hier? Ja, genau. Das ist unsere Sicherheitsöffnung nachts. Ah, ich verstehe. Sehr sicher, so. Ja, nachts arbeiten wir immer durch diesen Schalter. Gut gedacht. Hier ist meine Karte. Danke. Hier ist die Quittung und der Saft. Wann sollte das Fieber sinken? Nach etwa 30 bis 40 Minuten. Und wenn das Fieber nicht sinkt? Dann rufen Sie bitte die 116 117 an. Die 116, 117, der ärztliche Bereitschaftsdienst? Genau, die helfen Ihnen auch nachts weiter. Und bei über 40 Grad Fieber? Dann sofort die 112 anrufen. Das ist Notfall. Verstanden. Danke für alles, Frau Becker. Gern. Gute Besserung für Ihren Sohn. Danke. Auf Wiedersehen und gute Nacht. Gute Nacht. Alles wird gut. Schwangerschaftsvorsorge beim Frauenarzt beginnen. Guten Tag, Frau Neumann. Wir haben gute Neuigkeiten. Guten Tag. Was ist denn passiert? Meine Frau ist schwanger. Der Test war positiv. Oh, herzlichen Glückwunsch euch beiden. Danke sehr. Wir sind sehr aufgeregt und nervös. Das ist ganz normal beim ersten Kind. Wir wissen nicht, was jetzt als nächstes kommt. Keine Sorge, ich erkläre alles Schritt für Schritt.
Wie oft müssen wir zur Kontrolle kommen? In den ersten Monaten, einmal pro Monat. Und später? Kurz vor der Geburt? Dann alle 2 Wochen, am Ende wöchentlich. Was wird bei jedem Termin gemacht? Ultraschall, Blutdruck und Herzton des Babys. Wie viele Ultraschalltermine gibt es insgesamt? Die Krankenkasse zahlt 3 Ultraschalltermine. Nur 3? Ist das genug? Ja, 3 Basis-Ultraschalle sind gesetzlich vorgeschrieben. Zahlt die Krankenkasse alle Kosten? Ja, alle Pflichtuntersuchungen sind kostenlos für Sie. Auch die Bluttests und der Zuckertest? Ja, Blutuntersuchung und Diabetestest sind inklusive. Das ist eine große Erleichterung. Danke. Jetzt bekommt Ihre Frau den Mutterpass. Was ist der Mutterpass genau? Ein offizielles Heft für alle Schwangerschaftsdaten. Was steht da drin? Alle Untersuchungsergebnisse und Babywerte. Also eine Art Gesundheitsakte für das Baby? Genau, komplett von Anfang bis zur Geburt. Ist der Mutterpass sehr wichtig? Ja, extrem wichtig. Bitte immer dabei haben. Immer dabei? Auch beim Einkaufen? Ja, jeden Tag in der Handtasche tragen. Warum ist das so wichtig? Bei einem Notfall braucht der Arzt sofort alle Daten. Ah, verstehe. Im Krankenhaus zum Beispiel. Genau, ohne Mutterpass gibt es Verzögerungen. Was passiert, wenn man ihn vergisst? Dann können wir keine Einträge machen. Der Mutterpass muss also bei jedem Termin dabei sein? Ja, bei jedem Termin hier bei mir mitbringen. Und im Krankenhaus zur Geburt auch? Unbedingt. Das ist das Wichtigste im Kreissaal. Gut, das merken wir uns sehr gut. Hier ist der Mutterpass für Ihre Frau. Danke. Was wird heute noch gemacht? Heute machen wir den ersten Ultraschall. Kann ich dabei sein im Zimmer? Ja, natürlich. Väter sind herzlich willkommen. Das freut mich sehr. Danke, Frau Neumann. Gern. Sehen wir uns das Baby jetzt an. Ja, wir sind sehr gespannt und aufgeregt. Das Baby ist jetzt noch sehr klein. Aber alles sieht gut aus, hoffe ich. Ja, alles sieht sehr gut aus. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wunderbar. Wir sind so glücklich. Beim nächsten Termin in 4 Wochen wiederkommen. Ja, wir kommen in 4 Wochen mit dem Mutterpass. Perfekt. Auf Wiedersehen und alles Gute. Auf Wiedersehen, Frau Neumann. Vielen Dank. MRT-Termin vereinbaren. Radiologiezentrum Müller. Guten Tag. Guten Tag. Ich brauche dringend einen MRT-Termin. Haben Sie eine Überweisung für das MRT? Ja, eine Überweisung für mein Knie. Sind Sie gesetzlich oder privat versichert? Ich bin bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Für gesetzliche Kassen haben wir erst in 3 Monaten Termine. 3 Monate? Das ist aber eine sehr lange Wartezeit. Ja, die Nachfrage nach einem MRT-Termin ist riesig. Aber mein Knie tut wirklich sehr weh. Das tut mir leid, aber aktuell ist alles ausgebucht. Gibt es denn gar keine andere Möglichkeit für mich? Ich kann Ihnen 2 sehr gute Tipps geben. Oh ja, bitte! Ich brauche unbedingt einen Termin. Nutzen Sie Online-Plattformen wie Doctolib oder Yameda. Was kann ich auf Doctolib oder Yameda genau machen? Dort finden Sie oft stornierte Termine ganz spontan. Bekommt man so einen MRT-Termin wirklich schneller? Ja, viele Patienten sagen kurzfristig ihren MSR-Termin ab. Und wie funktioniert das genau auf der App? Sie aktivieren einfach die Benachrichtigung für stornierte Termine. Das klingt nach einer wirklich tollen Idee. Was ist Ihr zweiter Tipp für mich? Fragen Sie Praxen nach einer offenen Sprechstunde. Haben Sie auch eine offene Sprechstunde für Notfälle? Manchmal haben wir freie Zeiten für akute Fälle.
Muss man dafür sehr früh in der Praxis sein? Ja, da sollte man direkt morgens vor der Tür stehen. Welchen Weg empfehlen Sie mir für ein MRT am besten? Suchen Sie heute Abend am besten auf Doctolib. Werden stornierte Termine dort auch abends angezeigt? Ja, stornierte Termine werden rund um die Uhr aktualisiert. Dann schaue ich heute Abend sofort auf Doctolib nach. Mit etwas Glück finden Sie schon für morgen einen MRT-Termin. Kann man stornierte Termine dort direkt buchen? Ja, stornierte Termine kann man mit einem Klick buchen. Benötige ich für die Buchung meine Überweisung? Sie müssen die Angaben von der Überweisung eingeben. Muss ich die Überweisung dann zum MRT-Termin mitbringen? Ja, bringen Sie die Überweisung unbedingt mit. Ich suche jetzt auf Doctolib nach einem MRT-Termin. Ich drücke Ihnen fest die Daumen für die Suche. Danke für den tollen Tipp mit den stornierten Terminen. Sehr gerne. Auf Wiederhören und gute Besserung. Vielen Dank für die Hilfe. Auf Wiederhören. Termine für Physiotherapie. Guten Tag. Ich brauche Termine für Physiotherapie. Guten Tag. Haben Sie eine Verordnung? Ja, mein Hausarzt gab mir diese Verordnung. Zeigen Sie mir bitte die Verordnung kurz. Hier bitte. Ich habe schlimme Rückenschmerzen. Gut, dass Sie heute zu uns kommen. Warum ist das heute so wichtig? Eine Verordnung ist nur 28 Tage gültig. Was passiert nach diesen 28 Tagen? Dann verliert die Verordnung leider ihre Gültigkeit. Muss ich dann wieder zum Hausarzt gehen? Genau, der Hausarzt muss eine neue schreiben. Dann müssen wir schnell mit Physiotherapie beginnen. Richtig, der erste Termin muss rechtzeitig sein. Wann haben Sie einen freien Termin frei? Nächsten Dienstag um 10 Uhr. Dienstag um 10 Uhr. Passt mir sehr gut. Sehr schön. Ich trage das direkt ein. Zahlt die Krankenkasse die ganze Behandlung? Sie müssen eine kleine Zuzahlung leisten. Wie viel kostet diese Zuzahlung genau? Die Zuzahlung beträgt 10 Euro, pauschal. Und kommen noch weitere Kosten dazu? Noch 10% der Kosten für Behandlungen. Das ist für meine Gesundheit völlig in Ordnung. Den Rest zahlt Ihre Krankenkasse automatisch. Wann muss ich diese Zuzahlung bezahlen? Bitte direkt beim ersten Termin an der Rezeption. Kann ich auch bequem mit Karte bezahlen? Ja, Kartenzahlung ist bei uns kein Problem. Wie viele Behandlungen stehen auf dem Zettel? Insgesamt stehen 6 Behandlungen darauf. Machen wir 2 Behandlungen pro Woche? Ja, 2 Behandlungen pro Woche sind ideal. Hilft Krankengymnastik gut bei Rückenschmerzen? Ja, Krankengymnastik stärkt den Rücken sehr. Ich möchte endlich wieder ohne Schmerzen arbeiten. Mit regelmäßiger Krankengymnastik klappt das bestimmt. Was muss ich zum ersten Mal mitbringen? Bringen Sie bitte ein großes Handtuch mit. Ein großes Handtuch habe ich zu Hause. Und tragen Sie bitte bequeme Kleidung. Ich komme einfach in Sportkleidung zu Ihnen. Perfekt, das ist ideal für die Übungen. Ich schreibe mir die Termine gleich auf. Dienstag starten wir mit der ersten Physiotherapie. Der Termin ist jetzt fest in meinem Kalender. Toll, dass es mit der Verordnung klappt. Ich bin froh, dass sie noch gilt. Ja, die 28 Tage waren fast um. Ein Glück bin ich heute noch gekommen. Wir sehen uns am Dienstag zur Physiotherapie. Vielen Dank für die Hilfe, Frau Neumann. Sehr gerne. Auf Wiedersehen und bis Dienstag. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch.